Hi Leute, ich bin jetzt hier vom Fahrradgeschäft Konrad in Frankfurt am Main auf der Eurobike 2023 beim Riese Müller Stand. Und heute haben wir das neueste Modell aus der Riese Müller Familie, und zwar das Culture. Genau, ihr kennt das von Riese Müller. Jedes Modell ist in verschiedenen Varianten konfigurierbar. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Culture Touring. Touring heißt ja bei Riese Müller automatisch immer Kettenschaltung. Und auch hier haben wir jetzt wieder die neue E-Bike-Schaltung sozusagen verbaut, oder? Und zwar die Qs. Shimano Qs. Ne? Ja, haben wir auf jeden Fall. Ja. Absolutes Highlight von dem Rad ist mit Sicherheit die Motorisierung. Da kannst du mit Sicherheit mehr zu sagen. Ja, also wir haben hier den neuen Bosch SX drin. Der hat 55 Newtonmeter, hört sich wenig an, fühlt sich wesentlich kräftiger an, weil er auch mit 600 Wattstunden unterstützt. Ne? Und das Coole halt ist daran, der fühlt sich, wenn man einmal im Fahren ist, wie ein CX fast schon an. Er ist von 2,9 Kilo auf 2 Kilo geschrumpft, vom Volumen wie auch vom Gewicht. Und ja, es ist einfach ein cooler, leichter Motor, der mit dem 400 Wattstunden Akku gerade mal 4 Kilo wiegt. Und das ist fast ein halbes Kilo weniger wie der größte Akku, also der 750er Watt Akku wiegt von Bosch. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, also das Rad ist leicht, also leichter wie sonstige Riese Müller Räder. Bei 21,3 Kilo fängt das Ganze an. Wenn es eine Kettenschaltung ist, klar, wenn es eine Riemenschaltung ist mit Narbe, ist es natürlich schwerer. Aber so in dem Setup ungefähr. Wir fangen hier bei 3,99 an, also knapp 4.000 Euro. Und je nach Ausstattung ist es natürlich dann teurer. Tobi, was wolltest du noch sagen? Also Farbe Biscuit, ne? Genau. So, zu den Nachteilen, ne? Also es ist leicht, es ist eines der leichtesten oder eines der leichteren Riese Müller, aber das Ganze hat ja nicht nur Vorteile, oder? Genau, also wir haben hier tatsächlich den Intube-Akku, den neuen, den 400 Wattstunden Akku fest verbaut. Ihr bekommt den selbst nicht raus. Das heißt natürlich nicht, dass wir in der Werkstatt nicht drankommen, aber ihr könnt den jetzt nicht mit in die Wohnung nehmen zum Laden. Ihr braucht tatsächlich einen Platz, wo ihr das Rad abstellen könnt, frostsicher abstellen könnt und auch laden könnt. Im Zweifelsfall muss halt die ganze Kiste mit in die Wohnung und das ist halt definitiv und ganz eindeutig ein Nachteil. Das Design ist relativ eigenwillig, das kennen wir von Riese Müller. Es wird nicht jedem gefallen, aber mit Sicherheit sehr vielen. Der Claim von dem Bike ist Laid-Back Riding Experience Here and Now. Und das gibt sich auch so ein bisschen in der Rahmenform wieder. Ne? Ich werde euch gerade noch ein paar andere Farben zeigen. Ne? Und zwar, wie heißt das hier? Denim, also wie ihr es von der Jeans kennt, Denim Blau. Ja. Schöne schwarze Stahlgabel, sieht echt gut aus, passt dazu. Für die Leute, die halt eher die Roadbikes präferieren, ist das hier vielleicht das passende Rad. Schönes Abus Rahmenschloss haben sie ja auch gezeigt, kann man hier sich dazu konfigurieren. Hier haben wir es jetzt mit einer stufenlosen Nabenschaltung, also der NB-YOLO zu tun. Hier seht ihr das auch schön am Riemen. Wird dann wahrscheinlich 1 Kilo schwerer sein, wenn ihr das wisst. Ne? Also das heißt, ist schon noch deutlich leichter wie jetzt ein Charger. Ne? Aber das absolut leichteste Bike von allen wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber gut, wir sind im Alu-Bereich und knapp über 21 Kilo ist eigentlich schon recht leicht. Genau, also ihr werdet halt immer so ein bisschen in der Konfiguration spielen. Gibt es ja wieder das Suspension Kit, also wo dann eben der Sattel gefedert ist und die Gabel gefedert ist, wie wir es beim ersten Modell gezeigt haben. Hier haben wir jetzt die starre Version, also mit festem Sattel und mit der Stahlgabel. Und ja, da kommt es halt immer so ein bisschen auf die Details an, wo ihr beim Gewicht wirklich landen werdet. So ist wie immer Konfigurationssache. So, letztes Rad, was wir noch haben, ist das mit einem Tiefeinstieg bzw. so einem Trapez. Ne? Und zwar, ja, hier heißt die Farbe Blossom, was auch immer Blossom ist. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Also ich konnte es jetzt noch nicht googeln. Aber ja, irgendwas ist es rosé, pastelliges oder so, ne? Matt. Also ist nicht komplett zu verspielt und zu aufexplodierend oder was ist es, ne? So. Ja, es ist halt einfach eine dezente, so leicht ins Rosa gehende Farbe. Ja. Tiefeinstieg, Trapez, wie ihr es nennen wollt, ne? Hier jetzt konfiguriert mit einer 8-Gang-Nabenschaltung, aber trotzdem mit Riemen.
Und aus Demogründen haben wir hier vorne ein Handy dran kleben. Können wir auch gleich mal kurz drauf filmen, wo wir dann eben sehen, dass wir die SP Connect Halterung wieder gut nutzen können, um dann eben unser Smartphone an den Rädern anzubringen. Wir haben das Rad hier mit dem neuen Purion Display konfiguriert und als Hauptdisplay hat jetzt der fiktive Kunde hier das Handy gewählt, was auf der SP Connect Halterung steckt. Jo. Schreibt gerne mal rein, was ihr von den Bikes haltet, würde uns sehr interessieren. Um keine Riesenmüller-Videos, ihr kennt das Spiel, nicht zu verpassen oder andere Eurobike-Videos, gerne mal ein Abo dalassen und die Glocke drücken, wenn ihr informiert werden wollt, wenn was Neues von uns hochgeladen wird. Jo, ansonsten bis zum nächsten Video. Ne? Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.